Nach meinem extrem erfolgreichen ersten Video zum Zeekr 001 kommt jetzt ein großes Update. Denn Zeekr stellte seine Fahrzeuge auf der Auto Shanghai 2023 vor und lieferte nochmal ein paar neue Infos und Preise. Auch dieses Mal seht ihr alles, was man aktuell zum Zeekr 001 wissen kann, jetzt hier auf Project Drive. Der Zeekr 001 ist das erste Modell der Marke. Es wurde im September 2020 unter dem Namen Link Zero Concept vorgestellt. Die Serienproduktion des Zeekr 001 begann am 19. Oktober 2021, die Auslieferung an Kunden in China begann am 23. dieses Monats. Die ersten 50 Kunden erhielten ihren Zeekr 001 außerhalb der Produktionsstätte in Ningbo. Zeekr strebte eine Auslieferung von 70.000 001 im Jahr 2022 an, die sie auch schafften. Das Unternehmen lieferte im ersten vollen Verkaufsjahr 71.941 Einheiten seines ersten Modells aus. Einschließlich der 6.007 verkauften Einheiten im Jahr 2021 belaufen sich die kumulierten Auslieferungen auf 77.948 Einheiten. Am 18. April kündigte Zeekr auf der Auto Shanghai 2023 an, Showrooms in Schweden und den Niederlanden zu eröffnen und bis Ende 2023 mit dem Verkauf von Autos an Kunden zu beginnen. Die ersten unternehmenseigenen Zeekr Stores werden sich in Stockholm und Amsterdam befinden. Zeekr will 2026 in den meisten westeuropäischen Märkten präsent sein. Zeekr wird mit 2 Elektrofahrzeugen nach Europa kommen, 001 und X. Das Unternehmen hat eine europäische Website gestartet, auf der potenzielle Kunden Informationen über sie auf Englisch, Niederländisch und Schwedisch erhalten können. Sie können diese Elektrofahrzeuge später im Jahr 2023 über diese Website vorbestellen. Was einem zuerst ins Auge fällt: Die Front sieht aus wie ein Lynk & Co. Kein Wunder angesichts seiner Geburt als Lynk & Co. Konzeptauto. Es ist wahrscheinlich der polarisierendste Teil des Exterieurs. Die geprägten DRLs oben auf der Motorhaube an den äußersten Ecken sitzen auf riesigen Ausbuchtungen, die in die Motorhaube einsinken. Die Scheinwerfer sitzen außen mittig auf der Frontschürze. Eine interessante Besonderheit ist, dass die Belüftungsöffnungen am unteren Rand der Schürze nicht nur Show sind, sondern Luft über die vorderen Bremsen leiten. Wahrscheinlich eine gute Sache, wenn man bedenkt, wie schwer der Zeekr 001 ist. Zeekr nennt den 001 einen Shooting Brake. Das machen sie, weil Schräghecklimousinen auf dem chinesischen Markt nicht so begehrt sind. Die Fensterlinie ist ziemlich hoch und versucht, dem gesamten Auto das Gefühl einer niedrigen Dachlinie zu geben. Und sie macht einen guten Job, um zu verbergen, wie riesig dieses Auto tatsächlich ist. Man sieht einige Falten an der Seite der Türen, wobei eine schwarze Zierleiste das eckige Design fortsetzt. Das Seitenprofil sieht mit kurzen Überhängen vorne und hinten sehr sportlich aus. Das Heck setzt das sportliche Design des Zeekr mit einem auf dem Dach montierten Spoiler, einer schönen schrägen Luke und einer leichten Anhebung am Ende der Kofferraumkante fort. Die automatischen LED-Rücklichter umhüllen die Ecken und das gesamte Heck und verleihen ihm einen unverwechselbaren Stil. Einige tief ausgeschnittene Karosserieteile rund um die hinteren Reflektoren unten und ein kleiner gestylter Diffusor bilden das i-Tüpfelchen. Das AWD-Basismodell des Zeekr 001 ist das wahrscheinlich beste Elektro-Gesamtpaket auf dem chinesischen Markt. Und dabei spielt der Innenraum eine große Rolle. Überall Nappa-Leder, ein Alcantara-Dachhimmel und Berührungspunkte aus massivem Metall. Das Niveau der im Zeekr 001 verwendeten Materialien zerschmettert jeden anderen EV unter 40.000 €. Der Innenraum wirkt auch erstmal extrem hochwertig und gut durchdacht. Die Mittelkonsole verfügt über einen Haltegriff für den Beifahrer, was ein fahrerorientiertes Cockpit mit einem kokonischen Gefühl schafft. Die kapazitiven Tasten in der Mittelkonsole sind ebenfalls zum Fahrer hin abgewinkelt, was die Konzentration des Fahrers verstärkt. Das Multifunktionslenkrad verfügt über 2 berührungsempfindliche Pads, die ihre Funktion ändern, je nachdem, was man gerade macht, wobei ihre Funktionalität auf dem HUD angezeigt wird. Die Instrumententafel ist 8,8 Zoll groß, super lang und schmal, mit Flügeln an den äußeren Enden, die traditionellere Fahrzeugwarnsymbole anzeigen. Diese Flügel wickeln sich ein wenig um die Seite, was wieder dieses Gefühl von eingesponnenem Fahrerfokus vermittelt. Der 15,4 Zoll Infotainment Touchscreen erfüllt alle Erwartungen. Es verfügt über einen anpassbaren Startbildschirm mit beweglichen App-Vorschauen wie dem Navigationsgerät, Medien und einigen Schnelltasten.
Es verfügt über einen anpassbaren Startbildschirm mit beweglichen App-Vorschauen wie dem Navigationsgerät, Medien und einigen Schnelltasten. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's! Der Sika 001 ist 4,97 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand beträgt 3 Meter. Es gibt erstmal 3 Varianten. Das Langstreckenmodell hat logischerweise die geringste Leistung mit 200 kW oder 272 PS und 384 Newtonmeter aus einem einzelnen Motor. Leistung steht für dieses Modell nicht im Vordergrund, aber 0 auf 100 km/h werden in 6,9 Sekunden absolviert, was schon sehr ordentlich ist und für den Alltag mehr als ausreichen dürfte. Alle anderen Modelle in der Reihe haben Doppelmotoren, die die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden absolvieren, sogar die Basisversion mit Allradantrieb. Sie alle verfügen über 400 kW oder 544 PS und 768 Newtonmeter, die vorne und hinten gleichmäßig 50-50 aufgeteilt sind. Das Top-Allrad-Modell ist das einzige, das die Hochleistungsmotoren von Yamaha verwendet, die zwar auf dem Papier die gleichen Leistungsstatistiken haben, aber angeblich einen geringeren Verbrauch bieten. Das Top-Modell ist serienmäßig mit Luftfederung ausgestattet, die anderen kommen mit einer klassischen Federabstimmung aus. Mit einem Doppelquerlenker vorne und einem Mehrlenker hinten soll sich die AWD-Basis geschmeidig und einfach handhaben lassen. Die Lenkung des Sika 001 soll direkt und anständig in Kurven fahren können, obwohl sein Cousin, der Polestar 2, in diesem Bereich viel mehr Talent habe und ansprechender sein soll. Allerdings muss man berücksichtigen, dass der Sika 001 mit einem Gewicht zwischen 2225 Kilogramm und 2350 Kilogramm extrem schwer ist. Und das sollte man spätestens in den Kurven und beim starken Bremsen merken. Einer der größten Kompromisse beim AWD-Basismodell ist wahrscheinlich die Batterie und damit die Reichweite. Alle Sika 001 mit Ausnahme des AWD-Basismodells sind mit einem 100 Kilowattstunden CATL Lithium-Ionen-Akku mit einer Energiedichte von 176,6 Wattstunden pro Kilogramm ausgestattet. Der Basis-Allradantrieb muss mit einem 68 Kilowattstunden Paket und einer niedrigeren Energiedichte von 170,2 Wattstunden pro Kilogramm auskommen. In Bezug auf die Reichweite hat der Basis-AWD offensichtlich die niedrigste Reichweite, die mit 535 Kilometern angegeben wird, während die Basis-RWD die höchste Reichweite mit 732 Kilometern bietet. Die mittlere Mi Edition hat eine Reichweite von 616 Kilometer, während die Spitzenklasse U Edition überraschenderweise die zweitlängste Reichweite von 650 Kilometer hat. Die U Edition ist in der Lage, ihren Frontmotor während der Fahrt zu entkoppeln, sodass sie theoretisch eine höhere Reichweite liefern kann. Die Angaben sind jedoch alle in CLTC, da darf man ruhig nochmal ca. 30% von den angegebenen Reichweiten abziehen. Alle Modelle können an einem Schnelllader in 35 bis 40 Minuten aufgeladen werden und das Topmodell kann 360 kW aus der Ladestation ziehen. Vorausgesetzt, die Ladestation kann das überhaupt. Der Sika 001 steht auf der neuen SEA-Plattform von Geely, die mit 800 Volt Technologie an den Start geht. So kann der Sika 120 Kilometer in 5 Minuten nachladen. Die günstigste Ausstattung ist die Wii Edition ab 39.200 €. Die mittlere Version Mi Edition beginnt bei ca. 45.600 € und die Spitzenklasse U Edition kostet ca. 50.400 €. Das sind aber wohlgemerkt die chinesischen Preise. Wie wir ja lernen durften, schlägt der Import ordentlich was drauf und so können wir wohl auf jede Variante mindestens 15.000 € draufrechnen. Da wären wir dann bei einem Einstiegspreis in Deutschland ab 54.200 €. Die Modellpalette der meisten Elektroautohersteller umfasst ein Einstiegsmodell, dann ein Langstreckenmodell, wobei jede Art von Performance-Modell ganz oben auf dem Stapel sitzt.
Die Besonderheit der Zeekr 001 liegt aber auf dem Basismodell, bei dem Kunden ein verlockendes Angebot erhalten. Für die 43.000 € Basis hat man die Möglichkeit zwischen einer Long-Range-Version mit einem einzelnen Heckmotor oder einem Basis-Allrad-Dual-Motor zu wählen, der die gleiche Leistung und Beschleunigung wie die teureren Modelle der Reihe bietet. Der 001 ist auch im Abonnement erhältlich. Das Zeekr-Abonnement, das erstmals in Hangzhou angekündigt wurde, ermöglicht es Kunden, das Auto monatlich für 1 bis 12 Monate zu abonnieren. Außerdem gibt es Kurzzeitoptionen, 3 Tage, 7 Tage und 15 Tage. Die Konfigurationen Wii mit einem Motor und Wii mit 2 Motoren sind in diesem Abonnement in China erhältlich. Wie gefällt euch der Zeekr 001 und wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen, die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!